Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich bin etwas verschwitzt, muss aufpassen, dass ich mich nicht verkühle. Wir waren gerade über Stock und Stein unterwegs im Wald, mein Hund und ich. Hab soeben einen Hundeführer getroffen mit einem wunderschönen Schäferhund, der, so wie ich erfahren habe, nicht weit von mir beim Abrichteplatz seit längerer Zeit schon arbeitet mit diesem Hund. Herrlicher Kerl, schwarz mit braunen Abzeichen. 5 Jahre alt, glaube ich, hat er mir gesagt. Waren es 4 oder 5, weiß ich jetzt nicht. Toller Gehorsam, Schutzarbeit, Fährtenarbeit, alles wird mit diesem Hund trainiert. Wunderschöner Hund. Kam man ins Gespräch miteinander, erfuhr von dem Herrn, dass es ihm hier unmöglich ist, seinen Hund freilaufen zu lassen. Es wimmelt hier in der Gegend, wo ich lebe, ja von Wild. Wir haben Rehe, wir haben Hasen. Am Abend kommen, dort vorne ist schon ein Reh, etwa 50 Meter entfernt, mein Hund schaut schon. Am Abend kommen die Wildschweine bis an den Waldrand und so weiter. Dieser Schäferhund hat enorm ausgeprägten Jagdtrieb und obwohl er gehorsamstechnisch sehr gut funktionierte, sagte mir der Besitzer dieses Hundes, er hat keine Chance, wenn der Hund frei läuft und ein Reh oder einen Hasen erblickt. Und ich sagte ihm, ja, dieses Schicksal teile ich auch mit meinem. Habe ihm gesagt, dass ich meinen Hund beim Level Gehorsam, wenn es von 1 bis 10 geht, bei etwa 8 ansiedeln würde. Ich bin da sehr zufrieden. Doch auch mir geschieht es immer so, dass wenn ich auf Wild treffe, dass mein Hund da abschaltet, in einem Tunnel drin ist, ich nicht mehr zu ihm vordringen kann. Ich sage Ihnen etwas, liebe Zuseher, dieses Video soll etwas hilfreich oder tröstend wirken auf Leute, die der Meinung sind, eventuell einen unglücklichen Hund zu haben, weil er niemals freilaufen darf. Ich möchte hierzu einiges sagen. Ja. Bei mir ist es so, dass wenn ich mit meinem Hund irgendwo unterwegs bin, wo er freiläuft, ja, wir haben hier nicht weit von uns entfernt das sogenannte Rückhaltebecken, auch ein Paradies für Radfahrer, Läufer, aber natürlich auch für Hundebesitzer. Und dort läuft mein Hund generell frei. Die meisten Hunde laufen dort frei. Er wird nur dann an die Leine genommen, wenn mir Leute mit Kindern entgegenkommen oder Leute mit Hunden, die ich nicht kenne. Das funktioniert dann so, er geht 30, 40, 50 Meter vor mir und wenn ich da erkenne, dass da jemand entgegenkommt, heißt es, Vito, steh, der friert sofort ein, ich bleib stehen, gebe ihm das Kommando hier. Der dreht dann der Pede um, kommt zu mir, setzt sich vor, ich hänge ihn an und dann heißt's, brav war mein Bur. Funktioniert alles reibungslos. Das habe ich mit ihm trainiert, daran arbeite ich auch heute noch regelmäßig mit ihm. Doch wie gesagt, kommt Wild ins Spiel, ist es vorbei. Die Umgebung, in welcher ich unterwegs bin mit ihm, ist sehr reich an Wild bevölkert. Es ist mir nicht möglich, hier nicht auf Wild zu treffen. Ich kann meinen Hund hier nicht freilaufen lassen. Ich weiß allerdings, wie wichtig Freilauf bei Hunden ist. Das Gefühl der Freiheit. Wie wichtig es ist, dass Hunde ihre Muskeln, ihren Muskelapparat auf diese Art und Weise auslasten können. Denn ein Hund, der ständig an der Führleine geht, einen Bewegungsradius von maximal 1,5 Meter um sie herum hat, der wird auch muskulaturtechnisch, ich möchte nicht sagen verkümmern, das nicht, aber ja, da ginge noch einiges, sagen wir es so. Ja. Ich versuchte alles. Ich trainierte aufs Wild mit meinem Hund in dieser Beziehung. Ja. Jagdtrieb technisch. 4, 5 Monate intensiv. Begann es zu klappen, nahm ich ihn von der Leine. Das ging bei 2, 3, 4 Begegnungen mit Rehen oder Hasen gut. Bei der 5. Bratsch, war es vorbei. Der jagte. Dasselbe von vorne. Jagdtrieb wieder voll entflammt. Wir beginnen nochmal. Wieder gearbeitet. Intensivst gearbeitet. Bin ich auf Wild getroffen, zu mir genommen, habe ihn entschleunigt, bin langsamer geworden. Sprach beruhigend auf ihn ein. Sobald er körperliche Anzeichen zeigte, dass sich ein Jagdtrieb in ihm regt, holte ich ihn
bei dem Ganzen auf meine Art und Weise runter, verbal, mit Berührungen und so weiter. Wir trainierten das wieder. Ich dachte, passt wieder, wir können es wieder versuchen, nahmen von der Leine, ging wieder gut, 2, 3 Mal, beim 4. Mal, bumm, hinten nach. Das ging 3, 4 Mal so und jedes Mal, wenn mein Hund jagte, hier sind überall Jagdhochstände in der Gegend, war er manchmal bis zu 10 Minuten weg. Ja, 10 Minuten sind eine Ewigkeit. Das werden Sie als Hundebesitzer wissen, wenn Ihr Hund mal 10 Minuten weg war. Ich wartete nur mehr auf den Schuss, meinen Hund tot aufzufinden und aufgrund von mir verübter Rache an den Jäger ins Gefängnis zu gehen. Ja, und das wollte ich nicht. Geht nicht bei meinem Hund. Es mag bei einem oder anderen funktionieren, bei mir funktioniert es nicht. Er hat einen tollen Gehorsam, wie gesagt, von 1 bis 10 einen Level von 8 würde ich behaupten. Ich bin da sehr zufrieden mit ihm. Aber wenn es zum Thema Wild kommt, Jagdtrieb kommt, ist es vorbei. Es funktioniert bei ihm nicht. Ja, was soll ich tun? Vielleicht fehlt mir das Händchen dazu, kann schon sein. Vielleicht könnten Sie das bei meinem Hund hinbekommen. Ich bekomme es nicht hin. Ich bezweifle auch, dass das die meisten hinbekommen oder die wenigsten hinbekommen. Ich bezweifle, dass das die meisten hinbekommen würden. So stimmt's. Was tat ich also? Ja, ich stattete ihn mit einem tollen Brustgeschirr aus, machte mir selbst eine Leine. Dieses Material kommt aus dem Klettersport, hat etwa 3 Meter Länge und dehnt sich bis auf 3,20 Meter, 3,30 Meter und bin extrem flott mit ihm unterwegs. Ersetzt das einen Freilauf? Nein. Simuliert das einen Freilauf? Ja. Schauen Sie, nichts ersetzt einen Freilauf, gar nichts. Aber zu behaupten, ein Hund ist nur frei im Freilauf, auch das wage ich zu bezweifeln. Denn ich sage Ihnen was, wenn Sie einen Hund haben, der kein Problem hat mit Jagdtrieb, der kein Problem hat mit der Abrufbarkeit, wird aber dennoch wissen, dass er sich nur bis zu einem gewissen Radius von Ihnen wegbewegen darf. Ja? Und dann mit einem Kommando rechnen muss, bleib hier oder komm her. Ist so, ja. Dann wäre das nicht so, dann wäre Ihr Hund ja irgendwo und nicht in Ihrer Nähe. Und wenn das der Fall ist, ist auch Ihr Hund nicht frei. Frei ist Ihr Hund, wenn Sie ein riesengroßes Grundstück besitzen, wo der Hund tun und machen kann, was er will und nicht ständig oder permanent damit rechnen muss, ein Kommando von Ihnen zu bekommen. Oder in einer Hundefreilaufzone, wo Sie sich eine Stunde plaudernd mit irgendjemand anderen hinsetzen und Ihr Hund dort tun und machen kann, was er will. Dann ist der Hund frei. Auf offenem Feld, wo der Hund weiß, ich darf jetzt 20, 30 Meter weg, weiß aber, weiter geht's nicht, es kommt sicher gleich ein Kommando oder ich darf nicht rechts abbiegen ins Dickicht und irgendwo hin verschwinden, weil dort ist es interessant. Oder auch dann ist der Hund nicht wirklich frei. Natürlich ist Freilauf ein größeres Freiheitsempfinden für den Hund, als wenn er an einer Schleppleine, an einer Rollleine oder an solch einer Leine ist, wie ich sie mir da gemacht habe. Ja? Aber man kann den Freilauf, wenn es nicht anders geht, wenn man den Hund nicht frei laufen lassen kann, aus verschiedensten Gründen, verkümmertes Sozialverhalten anderen Hunden gegenüber, wenn er von der Weite irgendwo Hunde sieht, hinstürmen, Sie wissen schon, muss nicht in böser Absicht sein, kann auch einfach nur den Grund haben, weil er neugierig ist, weil er spielen möchte, ja. Oder neugierig auf fremde Menschen ist. Also, Sie wissen, es gibt so viele Gründe, ja. Kann man das meiner Meinung nach simulieren. Also ich simuliere es insofern, dass ich mit ihm ja, überall hingehe. Und ich wage zu behaupten, dass mein Hund manchmal ein stärkeres Freiheitsgefühl entwickelt als viele Hunde, die freilaufen. Wissen Sie wieso? Ich erkläre Ihnen das gleich. Denn wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, kommt es manchmal vor, dass wir Spaziergangsrunden einbauen, wo ich ihm wirklich absolut ihm die Wahl überlasse, wie wir gehen. Und auch heute war es so. War mit ihm im Wald unterwegs, auf Waldpfaden. Wenn der dann abseits dieser Pfade ins Dickicht hinein will, weil er dort drinnen etwas Interessantes gewittert hat oder was, lasse ich ihn da rein. Ich gehe mit ihm rein, ich gehe ihm nach. Ich kämpfe mich da oftmals durch Dickicht durch, wie durch das Amazonasgebiet. Er bräuchte fast eine Machete. Ist so. Er darf hingehen, wo er will. Ich folge ihm. Ja, außer wir stehen da vor einer, weiß ich nicht, vor einem Sumpf. Na, da gehe ich mit ihm nicht durch. Ist ganz klar, dass wir dann woanders hingehen. Aber er darf grundsätzlich hin, wo er möchte. Und das ist oftmals bei freilaufenden Hunden nicht der Fall. Da will der Hundebesitzer jetzt diesen Weg schnurstracks gehen. Und auch wenn der Hund jetzt rechts abbiegen will oder links abbiegen will, er weiß, er darf nicht.
Er muss beim Hundebesitzer bleiben, darf nur eine gewisse Distanz von ihm entfernt unterwegs sein. Ja? Wenn ich mit meinem Hund auf diese Art und Weise unterwegs bin wie heute, darf er hin, wo er möchte. Ich gehe ihm nach, gebe ihm dieses Gefühl der Freiheit, tun und lassen zu können, was er will. Beispiel. Wichtig ist, ich muss mithalten können. Das ist für mich auch der Grund, weshalb ich so oft die körperliche Fitness bei Hundebesitzern betone. Speziell, wenn sie ein Hundebesitzer sind, der über keinen Riesengarten verfügt, sondern eher eine kleinere Wohnung nur hat. Also je kleiner der Raum, den der Hund zur Verfügung hat, desto fitter sollten sie körperlich sein, um eben solche Auslastung mit dem Hund durchführen zu können, ja, um Freilauf simulieren zu können. Ich sage Ihnen was, ich bin da sicherlich nicht mit normalen Maßstäben zu messen, wenn es ums Tempo geht mit dem Hund. Ich bin mit ihm oftmals fast im Laufschritt unterwegs, weil ich ihm eben diese körperliche Auslastung geben möchte, die er sonst nicht erfahren würde. Oft wenn ich mit meinem Hund nach Hause komme, ja, sind seine Hinterschenkel derartig geschwollen, dass sie aussehen wie die eines Frosches. Also aufgepumpt sind die, weil wir unterwegs sind. Pass mich ihm an, wenn er möchte, geben wir Gas. Wenn er nicht mehr möchte, lassen wir es. Wir sind nicht permanent so unterwegs, aber einmal am Tag sicher. Ja? Manchmal zweimal am Tag. Ist so. Er will das, er fordert das, er braucht das Tag. Wenn irgendwo eine Situation auftritt, wo ich auf ihn einwirken muss, wo er mir folgen muss, dann tun wir das. Aber grundsätzlich passiert das oft so. Also einen Freilauf wirklich ersetzen kann man ihn nicht. Man kann ihn simulieren. Ich kann dem Hund einen gewissen Bewegungsradius schenken. Und wenn ich dann noch körperlich gut drauf bin auch und flotter mit ihm unterwegs bin, ja, dann kann das einen Freilauf schon simulieren. Ja, ersetzen kann nichts einen Freilauf, außer der Freilauf selbst. Aber zu behaupten, dass sich der Hund nur frei fühlt, wenn er frei läuft, der Meinung bin ich nicht. Ja. Also wie gesagt, manchmal glaube ich, dass mein Hund mehr Freiheitsgefühl empfindet als einige Hunde, die frei laufen dürfen. Ja. Aber ja, ich wollte nur sagen, lieber Hundebesitzer, wenn Sie einen Hund haben, wenn Sie generell aus irgendwelchen Gründen nicht die Möglichkeit haben, Ihren Hund frei laufen zu lassen, sei es die Umgebung, wo Sie leben. Ja, oftmals ist es natürlich blöd, wenn Sie aus urbanem Gebiet mit Ihrem Hund nicht rauskommen. Das ist natürlich dann alles schon kontraproduktiv. Also wenn Sie hier nicht die Möglichkeit haben, irgendwo aufs Land zu fahren mit dem Hund, wenigstens 2-3 Mal die Woche, das ist schon... Es kommt natürlich auf den Hund an, was für eine Art Hund das ist, wie viel Bewegung der Hund fordert, ja, was für eine Hunderasse, ganz klar. Aber nochmal, es heißt nicht gleich, dass Ihr Hund nicht glücklich sein kann, wenn er nie frei laufen darf. Ja, also, das absolut nicht. Sie können das simulieren, speziell dann, wenn Sie ein fitter Mensch sind, wenn Sie dementsprechende Ausrüstung haben. Also für mich ist da optimal Brustgeschirr und diese selbstgemachte Leine. Schleppleinen sind gut, aber für mich ist das nichts. Ja. Also für mich taugen sie nichts, für mich persönlich. Für viele andere Leute eignen die sich ja hervorragend. Rollleinen mag ich überhaupt nicht, ja, diese drum-klobigen Dinger da mit außerdem, fühle mich unsicher mit sowas, ja, fühle ich mich nicht, als hätte ich den Hund gesichert. Wichtig ist, dass Sie dem Hund einen gewissen Bewegungsradius bieten. Ja. Also ihn ständig am Kurzführer führen oder an der Führleine führen und das dauernd und dann vielleicht noch in einem urbanen Gebiet. Ja, also das hat überhaupt nichts mehr mit Freiheitsgefühl oder Ähnlichem zu tun. Ja. Also da sind wir uns sicher alle einer Meinung. Aber zu behaupten, mein Hund kann nur glücklich sein, wenn er auch Freilauf genießen kann und so weiter. Ja, also da bin ich nicht ganz bei den Leuten, die das behaupten. Ja. Also bei meinem ist es so, dass er 1- oder 2-mal die Woche wirklich sprinten kann am Grundstück meiner Eltern. Also da gibt er oft wirklich Vollgas. Klar, Sprint ist schon wichtig. Also wenn er das nie tun kann, geht ihm schon was ab. Also auch ich kann mit meinem Hund nicht wirklich sprinten, weil der ist ja 3-mal so schnell wie ich. Aber nochmal zurück. Man kann den Freilauf simulieren. Ersetzen, wenn der Hund gesichert ist, ersetzen kann man ihn nicht. Man kann ihn simulieren. Und der Hund kann sehr wohl sehr glücklich sein und genügend Bewegung und Freiheitsgefühl empfinden, auch wenn er gesichert ist. Wie gesagt,
kommt natürlich auch auf Ihre Möglichkeiten an. Liebe Zuseher, ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich Ihnen vermitteln wollte, war mir sehr wichtig, denn ich habe das schon einige Male gehört von Leuten, die ihre Hunde nicht frei laufen lassen können. Ich glaube, mein Hund ist arm, weil er kann nicht frei laufen. Na, also, simulieren Sie das. Ja. Und lassen Sie ihn auch manchmal tun und machen, was er will, und machen Sie sich die Schuhe schmutzig, eventuell die Hose schmutzig, oder nehmen Sie in Kauf, irgendwo in einem Dornengebüsch hängen zu bleiben. Wenn Ihr Hund da rein will, ja, was spricht dagegen? Lassen Sie ihn rein, gehen Sie mit ihm rein. Ja, vielleicht ist da irgendwas, erleben Sie Abenteuer mit Ihrem Hund, schenken ihm so auf diese Art und Weise Freiheitsgefühl. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben, würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.